und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Judith Jelena. Heute gibt es eine absolute Premiere und zwar präsentiere ich euch heute mein allererstes Nähvideo für Anfänger. Wir nähen einen Maxi-Rock mit einem hübschen Bund und einem Beinschlitz. Ich bin kein Nähprofi, aber mit diesem Video möchte ich dir beweisen, dass man auch als Nähanfänger tolle Projekte umsetzen kann. Ganz nach dem Motto, wenn man etwas machen möchte, dann schafft man das auch. Und wenn ich diesen Rock nähen konnte, dann könnt ihr das auch. Für das Video braucht ihr kein Schnittmuster. Ich erkläre euch jeden Schritt ausführlich und wenn euch das Video gefällt, dann freue ich mich wirklich riesig über einen Daumen nach oben und wenn ihr einen lieben Kommentar da lasst. Selbstverständlich könnt ihr in die Kommentare auch offen gebliebene Fragen reinschreiben. Und nun ran an die Nähmaschine, los geht's! Für dieses Projekt empfehle ich euch einen schönen, leichten Stoff, der schön fällt, also auf jeden Fall nichts Dickeres, das dann so starr ist, also es sollte wirklich was Schönes, Leichtes sein. Ich habe hier so einen Neostoff gefunden und ganz wichtig, den Stoff davor unbedingt waschen. Euer Stoff sollte mindestens doppelt so breit wie euer Umfang sein. In meinem Fall sind das jetzt hier 140 cm. Außerdem benötigt ihr noch ein Elastikband. Meines ist, wie ihr sehen könnt, sehr elastisch und ist 5 cm breit. Das Band legt ihr euch am besten dann einmal um eure Taille, wo der Rock später sitzen soll. Und dann überlappt ihr das noch so circa 2 cm, damit wir das später festnähen können. Und achtet auf jeden Fall darauf, dass es nicht zu eng ist, sondern dass ihr noch schön ein bisschen Platz habt, damit ihr auch in Ruhe sitzen könnt, ohne dass das drückt. Jetzt müssen wir natürlich noch entscheiden, wie lange unser Rock werden soll. Und dafür habe ich einen Tipp, und zwar nehmt das Maßband so, dass der 1 cm unten steht, weil sonst könnt ihr das ein bisschen schlecht ablesen. Und dann lasst ihr das einfach so weit runterhängen, bis ihr die gewünschte Höhe erreicht habt. Und im Bund habe ich vorher schon gesagt, der soll so breit wie mein Band werden, nämlich 5 cm. Dann messt ihr bis ungefähr dahin, bis wo der Bund dann losgehen soll. Das ist keine Millimeterarbeit, also wenn das ein paar Zentimeter weniger oder mehr sind, ist das relativ egal bei diesem Rock. Dann können wir anfangen, unsere einzelnen Teile auszuschneiden. Also wir brauchen einmal das Bündchen, das messe ich mir hier gerade ab. Und zwar habe ich ja gesagt, der Bund ist 5 cm hoch. Und das müssen wir mal 2 rechnen, weil er komplett eingeschlossen wird. Also bedeutet, das sind dann 10 cm. Und zusätzlich brauchen wir noch 3 cm Nahtzugabe. Das sind also insgesamt dann 13 cm. Ich habe euch den Rechenweg hier auch nochmal aufgeschrieben, falls das jetzt ein bisschen unklar war. Und dann könnt ihr das Ganze ausschneiden. Noch ein kleiner Tipp am Rande. Ich bin ein bisschen faul, muss ich ehrlich gestehen. Aber wenn ihr es wirklich ganz perfekt haben möchtet, dann könnt ihr den Stoff natürlich zuvor bügeln. Das würde wahrscheinlich auch jede Näherin empfehlen. Dadurch könnt ihr nochmal sehr viel genauer arbeiten. Aber wie gesagt, ich bin etwas faul und bei mir hat es auch so super geklappt. Zusätzlich zum Bund brauchen wir natürlich dann noch den unteren Teil unseres Rocks. Also ich habe mir da 95 cm ausgemessen. Ich finde, das ist eine schöne Länge. Das geht so ein bisschen über den Boden. Aber da könnt ihr dann einfach schauen, wie lang ihr das haben möchtet. Das ist jetzt übrigens ohne den Bund gerechnet, also 95 cm. Und auch hier müssen wir nochmal Nahtzugaben dazu rechnen und da mache ich jeweils 2 cm dazu. Also bedeutet oben 2 cm und unten 2 cm und 95 plus 2 sind 99 cm. Und da es ein bisschen einfacher ist, habe ich mir dann einfach 100 cm draus gemacht und das schneide ich mir jetzt gerade noch ab, damit mein großes Teil dann insgesamt noch 100 cm lang ist. Mit unserem großen Stück starten wir jetzt auch gleich. Achtet darauf, ich zeige es mal anhand eines anderen Stoffes, dass die linke Seite, also da wo der Stoff nicht so schön ist, oben liegt. Und dann werden wir jetzt 3 Seiten versäubern und zwar schlagen wir das erst einmal um und dann schlagen wir das nochmal um und somit haben wir dann keine Fransen mehr offen liegen und das Ganze stecken wir uns dann fest. Und das machen wir jetzt über die ganze Seite lang und zwar werden wir das an einer langen Seite machen, also an der 140 cm langen Seite
und an den beiden kurzen Seiten, also die jeweils 100 cm bei mir lang sind. Ich verwende dafür übrigens sogenannte Wonder-Clips. Ihr könnt natürlich aber auch ganz normale Stecknadeln verwenden. Ich verlinke euch aber natürlich auch nochmal alles, was ich heute in dem Video verwende, unten in der Infobox. Und nochmal ein kleiner Tipp, auch hier könnt ihr natürlich die Sachen wieder vorab bügeln, dann ist es ganz perfekt. Und nun geht es endlich an die Nähmaschine. Ich verwende hier übrigens einfach weißes Garn und auch für den Unterfaden habe ich weißes Garn aufgespult. Ihr könnt natürlich andere Farben verwenden, also da schaut ihr am besten einfach mal, was zu eurem Stoff am besten passt. Wie man die Fäden genau in die Nähmaschine einfädelt, das werde ich jetzt nicht mehr genau erklären, dafür gibt es einfach schon zu viele Videos hier auf YouTube. Aber falls ihr wirklich noch nie an der Nähmaschine saßt, dann empfehle ich euch das auf jeden Fall nochmal davor genau anzuschauen. Und jetzt können wir starten. Los geht's. Ich nehme hier einen ganz normalen Geradstich. Wichtig, vergesst auf jeden Fall nicht, den Anfang eurer Naht immer zu verriegeln. Dafür gibt es hier oben bei mir einfach so einen kleinen Knopf und da näht die Nähmaschine dann einfach nochmal ein kleines Stückchen zurück und somit wird das dann verriegelt. Anschließend könnt ihr dann einfach die 3 Seiten, die wir uns ja umgeschlagen hatten, versäubern, also einfach nur festnähen. Ich habe die 3 Seiten übrigens einzeln genäht und immer nicht vergessen, am Anfang und auch am Schluss die Naht zu verriegeln. Und so sehen übrigens meine Ecken aus, also ich habe die wirklich einfach dann aufeinander geschlagen. Nichts Besonderes, aber das reicht auch absolut so. Jetzt fehlt also nur noch hier oben die lange Seite. Die könnt ihr entweder im gleichen Schema machen oder ihr macht es wie ich. Falls ihr eine Overlock besitzt, dann könnt ihr das einfach mit der Overlock versäubern. Ich besitze keine, aber bei meiner Nähmaschine gibt es so Fake Overlock Stiche. Das ist bei mir die Nummer 17, die ich jetzt hier verwende. Und damit werde ich die letzte Seite versäubern. Dafür müsst ihr auch vorab nichts abstecken oder ähnliches. Ihr könnt dann einfach diese Naht verwenden, diese Fake Overlock Naht und die ganze letzte Seite damit versäubern. Wie gesagt, falls ihr sowas nicht habt, dann könnt ihr einfach so vorgehen, wie wir mit den anderen Seiten vorgegangen sind, also mit dem Umschlagen. Und so sieht das Ergebnis dann aus, bedeutet, da kann dann nichts mehr ausfransen. Wir wollen ja, dass unser Rock einen Schlitz erhält und dann lege ich mir den erstmal vor mich hin. Oben liegt übrigens die lange Seite und unten auch. Und die beiden kurzen Seiten, die schlage ich so in die Mitte und lasse die dann oben etwas überlappen. Das sind bei mir jetzt ungefähr 15 cm und der Rock liegt jetzt auch schon so da, wie er später auch fallen soll. Also bedeutet, die schöne Seite liegt jetzt also außen. Und dann kann ich mir diese überlappte Stelle, also diese 15 cm, mit meinen Clippern festklippen. Und wenn ihr keine habt, dann natürlich einfach mit normalen Stecknadeln. Anschließend können wir das Ganze dann festnähen. Vergesst nicht, den Stich wieder richtig umzustellen, falls ihr das auch umgestellt hattet. Also einfach wieder zurück auf den normalen Geradstich. Und dann nähen wir die beiden überlappenden Teile hier einmal oben an der Kante bündig zusammen. Also wie gesagt ungefähr 15 cm und wie immer nicht vergessen, die Naht am Anfang und auch am Ende zu verriegeln. Weiter geht es mit unserem Bund. Da hatten wir uns ja am Anfang auch schon einen Teil ausgeschnitten und das müssen wir jetzt ebenfalls noch versäubern. Dieses Mal machen wir es aber ein bisschen anders und zwar schlagen wir das nur einmal hier so um und nicht doppelt. Wie immer gilt, wenn ihr das ganz perfekt haben möchtet, dann bügelt euch diese Falte vorher nochmal hin. Wir verraten es aber auch keinem, wenn ihr es nicht macht, so wie ich. Dann einfach feststecken oder vielleicht schafft ihr es auch ohne Feststecken, einfach die beiden langen Seiten umnähen. Ich habe mich jetzt auch einfach mal getraut, das ohne Feststecken und ohne Bügeln zu machen. Aber mit meinem Stoff hat das wirklich ganz gut geklappt. Versucht das einfach mal und wenn ihr merkt, das klappt nicht so gut, dann geht lieber auf Nummer sicher und bügelt euch das davor schön hin und steckt es fest. Und wie gesagt, jetzt einmal die beiden langen Seiten feststeppen
Und wichtig, ihr seid jetzt auf der hässlichen Seite sozusagen, also auf der linken Seite, die schaut zu euch und auf diese Seite schlagt ihr das auch um. So sieht das dann aus auf der schönen Seite und so von der linken Seite. Und dasselbe machen wir noch mit der anderen langen Seite. Und auch hier liegt wieder die linke Seite oben, damit das auf beiden Seiten gleich ist. Da wir den Rock ja vorhin zusammengenäht haben, also da ja auch so ein Teil davon überschlagen haben, ist das Rockteil jetzt natürlich von der Breite ein bisschen weniger als unser Bündchen, das wir hier ja gerade fertiggestellt haben. Und das muss natürlich die gleiche Breite bekommen wie unser Rock und deswegen lege ich mir das einfach in der Mitte einmal zusammen und deshalb lege ich mir das einfach hier oben bündig an meinen Rock und dann sehe ich jetzt, wie viel hier übersteht. Und diesen Part hier, den stecke ich mir dann einfach fest. Wichtig, die linke Seite liegt außen. Alternativ könnt ihr es natürlich auch einfach abmessen oder euch dann aufmalen, wo genau ihr das zusammennähen müsst. Unsere gesteckte Markierung nähen wir dann senkrecht fest. Achtet darauf, dass das wirklich gerade wird. Wie gesagt, um auf Nummer sicher zu gehen, könnt ihr euch das vorab auch nochmal mit Schneiderkreide aufmalen. So sieht das dann aus. Ihr könnt die Naht vielleicht jetzt nicht ganz so gut erkennen. Das ist auf diesem Stoff natürlich etwas schwierig, weil sie sehr gut untergeht. Aber wir können dann kurz neben der Naht den Rest abschneiden. Ich habe das hier ein bisschen sehr knapp gemacht. Ich würde euch empfehlen, auf jeden Fall so 2 cm neben der Naht stehen zu lassen. Und dann haben wir jetzt hier nämlich auch so einen runden Loop, wenn wir uns das aufklappen. Und dieses Teil hier würde ich jetzt nochmal festnähen, damit das dann später nicht stört. Dafür die Nahtzugabe, also was wir jetzt da überstehen lassen haben, einfach in eine Seite klappen und nochmal festnähen, damit das dann später nicht absteht. Endspurt, wir haben es fast geschafft, aber jetzt kommt noch der kniffligste Part und zwar wollen wir jetzt den Bund an unseren Rock anbringen und dafür schlagen wir uns den Bund erstmal in der Mitte längs zusammen. Wichtig hierbei ist auf jeden Fall, dass die schöne Seite, also die rechte Seite außen liegt und ich markiere mir das auch direkt mal. Ich mache nämlich auf beiden Seiten, also einmal rechts und einmal links, eine Klammer hin, damit ich weiß, wo sich die Mitte befindet. Das ist ein sehr wichtiger Schritt, also macht das wirklich ganz genau. Das muss sich wirklich ganz genau in der Mitte befinden. Und anschließend werden wir das Ganze jetzt noch vierteln. Bedeutet, wir wollen auch noch wissen, wo sich die Viertelteile befinden. Um das zu überprüfen, könnt ihr es einfach nochmal umdrehen und hier seht ihr es nochmal ein bisschen näher, also die rechte Seite liegt außen und die nicht so schöne mit den Nähten innen. Dasselbe wiederholen wir dann noch mit unserem Rockunterteil. Auch hier wollen wir diese 4 Stellen herausfinden, also da machen wir nochmal exakt dasselbe und auch hier liegt die schöne Seite, also die rechte Seite außen. Jetzt müssen wir uns nur noch das Band um den Rock legen. Bedeutet, es sind immer noch die schönen Seiten außen, also die rechten. Und dann legen wir jetzt hier Markierung auf Markierung. Also der Bund geht jetzt wirklich einmal komplett außen um unseren Rock herum. Und die offenen Seiten, die befinden sich oben und die werden wir jetzt jeweils von dem Bund mit dem Rock verbinden. Bedeutet, das sind dann insgesamt 3 Lagen, weil ihr habt 2 Lagen von dem Bündchen und eine Lage von dem Rock und die befestigen wir miteinander. Wenn ihr dann alle 4 Markierungen miteinander verbunden habt,
Dann können wir uns die Zwischenräume ansehen, also zwischen den 4 Markierungen. Und auch hier bringen wir noch ein paar Klammern an, dann ist das nämlich später einfacher zu nähen. Und hier könnt ihr das Ganze jetzt nochmal von etwas näher betrachten. Also wir haben außen unser Bündchen liegen, die rechte Seite liegt oben und innen liegt unser Rockteil. Und auch hier schaut die schöne Seite nach oben. Und da werden wir jetzt einfach wirklich bündig, das ist wichtig, dass das wirklich ganz bündig abschließt, alles miteinander verbinden. Anschließend können wir dann die ganzen Lagen zusammennähen. Allerdings brauchen wir noch eine kleine Öffnung für unser Gurtband später, also für unser Elastikband. Und deswegen habe ich mir da eine kleine Markierung mit einer Stecknadel hingemacht, damit ich das nicht vergesse. Und jetzt heißt es einfach einmal rund um den Rock nähen, außer wie gesagt eine kleine Öffnung noch lassen von ungefähr 10 cm für unser Gurtband. Und noch vielleicht ganz wichtig, also ich nähe das immer so zusammen, dass ich auf der rechten Seite immer mich an diesem Nähfüßchen orientiere. Also das liegt bei mir immer ganz rechts am Stoff und daneben, also ungefähr 1 cm daneben, näht dann meine Nadel alles zusammen. Jetzt bin ich bei meiner Markierung angekommen und auch hier nicht vergessen, die Naht wieder zu verriegeln. Und so sieht das dann aus, wenn wir es aufschlagen. Also wir haben jetzt wirklich hier einen perfekten Bund dran. Und hier sehen wir auch nochmal unseren Schlitz. Also sieht wirklich toll aus. Und in die kleine Öffnung, die wir uns gelassen haben, dort fädeln wir jetzt unser Elastikband ein. Ich verwende dafür übrigens einfach 2 Sicherheitsnadeln. Ich habe mir jetzt eine hier an das Ende gemacht. Und da fahre ich jetzt hier in diesen Tunnel rein, also da, wo mein Bund ist, in diese Öffnung. Und dann stecke ich mir die eine Sicherheitsnadel hier fest, damit der Gurt dann hier nachher nicht durchrutscht, wenn ich das durchziehe. Ich habe jetzt hier ziemlich kleine Sicherheitsnadeln nur. Ich empfehle euch aber, wenn ihr größere da habt, auf jeden Fall mit größeren zu arbeiten. Dann mache ich auf die andere Seite die andere Sicherheitsnadel und anschließend kann ich dann damit durch den kompletten Tunnel fahren. Wenn ihr das Elastikband dann einmal durch den kompletten Tunnel gezogen habt, dann könnt ihr die 2 Sicherheitsnadeln entfernen und anschließend werden wir dann den Gummi noch zusammennähen, damit dann da eben nichts mehr aufgehen kann. Und ich nähe da jetzt einfach so ein Viereck, also heißt so einmal rundherum, dass sich da dann wirklich nichts mehr lösen kann und euer Gummi dann auch wirklich festhält. Anschließend könnt ihr den Gummi dann einfach in eurem Bund hier verschwinden lassen, also einfach hier reinziehen und dann müssen wir natürlich noch das Loch, das wir ja am Anfang freigelassen hatten, auch noch schließen. Das stecke ich mir fest und nähe das dann einfach nochmal mit dem Geradstich zusammen. Das sieht doch jetzt schon richtig schön aus und damit sich unser Elastikband später nicht verdrehen kann, also zum Beispiel wenn ihr den Rock mal in die Wäsche gebt, deswegen mache ich noch ein paar kleine Mini-Nähte einfach hier gerade runternähen. Ziehe mir immer die ganzen Falten nochmal schön zurecht, damit das alles gleichmäßig liegt und mache ein paar kleine Nähte, einfach damit es sich nicht verdrehen kann. Und das ist er, mein fertiger Rock. Ich finde ihn wirklich wunderschön und der Bund ist einfach nur perfekt geworden. Ich habe dann aber doch noch gemerkt, dass mir der Schlitz ein kleines bisschen zu freizügig ist. Und deshalb habe ich noch mal ganz kurz die Nähmaschine ausgepackt und habe mir dann hier diesen Schlitz einfach gerade aufeinander gelegt und das Ganze dann hier einfach noch mal circa 10 cm zusammengenäht. Und danach ist der Rock einfach nur perfekt geworden.
ich muss sagen, ich bin wirklich absolut happy mit dem Ergebnis meines ersten Maxi Rocks und ich hoffe natürlich, dass er euch genauso gut gefällt wie mir. Wenn das der Fall ist, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr meinen Kanal abonniert. Lasst mich in den Kommentaren übrigens auch sehr gerne wissen, ob ihr weitere Nähvideos von mir haben wollen würdet und wenn ja, welche. Und bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.